Servus Leute, ich bin der Andi und wir werden heute uns nur mit dem Thema Inlay beschäftigen. Okay, dann starten wir gleich mit Fusion. So sieht hier das Brett aus. Und diesem Wort hier, Antipasti, wollen wir ja ein Inlay verpassen. Und ich zeige jetzt einfach mal im Schnelllauf, wie das gezeichnet bzw. konstruiert wird. Also, ich habe hier diese Kante ausgewählt, dann hier die Funktion Versatz. Und ich bleibe jetzt mit Absicht etwas drunter, damit man den Unterschied sieht. Habe das entsprechend hingezogen, dann erstellen Text und hier ganz wichtig, Text auf Pfad. Habe dann das hier ausgewählt. Jetzt machen wir einfach mal Hallo und durch ganz viele Leerzeichen schieben wir es uns entsprechend hin. Als Schriftart habe ich, meine ich, das hier ausgewählt. Ja, das sieht gut aus. Jetzt muss ich es wahrscheinlich wieder zurückschieben. Ja. Genau. Ich mache jetzt mal Hallo. Gucken wir uns mal kurz an. Genau, die Schriftart auch gut getroffen. Jetzt machen wir das hier mal weg, damit uns das nicht stört. Okay, also so sieht das Ganze aus. Ein bisschen größer machen. Schieben es noch entsprechend hin. Und so habe ich das Ganze gezeichnet. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ich mache jetzt mal abbrechen, damit meine Fertigung später nicht immer noch funktioniert. Okay. Nachdem ich das getan habe, habe ich dann das Wort extrudiert, nämlich 1,8 mm tief. Das heißt, die Female-Seite war soweit fertig. Dann geht man wieder auf Extrudieren, klickt die einzelnen Buchstaben an, natürlich wieder 1,8, aber dann sage ich Starten auf Objekt. Hat irgendwie nicht übernommen. Achso, das brauchen wir ja gar nicht. Moment, machen wir einfach Versatz. Und damit man einen Unterschied sieht, gehe ich mal 100 mm hoch. So. Jetzt kann man sehen, ich habe das nach oben extrudiert, wieder natürlich 1,8 mm, denn das wird ja später das Inlay, das da hinein, also eingesetzt werden soll. Verbinden ist Quatsch, wir machen neue Körper und sagen okay. Jetzt blenden wir mal unser Brett aus und drehen uns einfach unser Inlay um. Und auf das Inlay sagen wir einfach neue Skizze. Jetzt stört es uns ein wenig. Wie machen wir das? So machen wir das. Und zeichnen uns so eine Trägerplatte. Sagen okay. Extrudieren uns das Ganze. Das ist ein Starkfurnier. Etwa 4 mm. Das heißt 4 mm ist es ja in Summe. Minus 1,8 mm, was die Buchstaben haben. Das heißt, Fusion berechnen wir das schön. Das können wir uns mal angucken. Die Trägerplatte hat 2,2 mm. Und so sieht dann das Inlay aus. Oh, weil jetzt sehe ich gerade, ich habe es ja falsch gemacht. Das muss ja in die andere Richtung. Oh, das war falsch. Dann machen wir es gerade nochmal. Zurück. So. Wir blenden das Inlay aus und die Ansichtsebene. Stimmt, hier die Fläche muss man ja auswählen. So, und zeichnen uns hier unsere Trägerplatte. Wieder dasselbe Spiel. 4 minus 1,8. So, überprüfen das 2,2. Und in Summe haben wir 4 mm. Das passt. So, wenn wir uns das jetzt anschauen, jetzt stimmt es. Jetzt haben wir das Negativ. Also beziehungsweise gespiegelt. Gespiegelt, genau. So, genau so habe ich das Inlay gemacht. Jetzt blenden wir gerade nochmal das Inlay und die Ansichtsebene.
Das kann man ein bisschen schlecht sehen vielleicht. Ne, wähle ich mal eine andere Darstellung. Genau. Und so sieht das Inlay aus. Jetzt kann man auch hier auf das Inlay gehen, Taste M. Und da kann man sehen, das passt perfekt so ineinander. Das war es tatsächlich schon. Das war die Konstruktion. Machen wir weiter mit der Fertigung. Wir starten mit der Female-Seite und das ist ehrlich gesagt die leichtere Seite. Die Wahl des Fräsers ist essentiell. Das Problem ist, das sagt einem keiner so richtig, was man hier verwenden soll. Übrigens auch bei Vectric, die ja für ihre Inlays bekannt sind, nimmt es auch dem keiner ab. Also da muss man schon ein bisschen selber nachdenken und überlegen, welche Fräse man am besten verwendet. Aber ich muss sagen, je spitzer, desto besser. Weil man muss ja überlegen, der Fräser muss ja hier reinfahren. Und da gilt natürlich, je spitzer, desto besser. Ich muss sagen, ich habe hier bei diesen doch sehr engen Radien oder hier sogar so eine richtige 90-Grad-Ecke Bedenken gehabt. Deswegen habe ich mich für den spitzesten Fräser entschieden, den ich habe. Nämlich den 10 Grad, also eine Flanke hat 10 Grad, in Summe 20 Grad. Moment, ich zeige es lieber hier. Genau, der ist von eBay. 20 Grad in Summe, also beide Flanken. Hat einen 4 mm Schaft und die Spitze hat unten 0,4 mm, also die Spitze ist flach. Mit diesem Fräser will ich gleichzeitig die Tasche und die Gravur machen. Ich habe mich schon mal, glaube ich, geoutet als Fan von diesen Hybrid-Fräsern. Ich finde die echt super. Ich verstehe nicht, warum kein Markenhersteller die ins Programm nimmt. Irgendwie haben nur die Chinesen so komische Fräser. Aber okay. So, wir wollen ja als erstes, also klar, wird ein Setup gemacht, aber ich glaube, das muss ich alles groß nicht erklären. Hier wird zuerst eine Tasche gemacht, weil ich will ja erstmal alles freiräumen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie machen wir das am besten? Dazu öffnen wir meine Excel. Und wer die haben möchte, braucht man einfach nur eine E-Mail zu schicken und dann schicke ich ihm den Link zu meiner Cloud. Und hier geben wir alles ein. Also die Female-Seite ist 1,8 mm hoch, also die Wand. Übrigens ist ja logisch, alles was grün ist, muss man eingeben, alles was rot ist, wird berechnet. Man kann ja auch nichts eingeben, das ist alles gesperrt. So kann man auch nichts, ich sag mal, kaputt machen. So, jetzt ist es so, ich glaube, ich habe schon mal in einem Tutorial erklärt, hier könnten ja irgendwelche Späne liegen, Staub oder ähnliches. Die würden einfach verhindern, dass diese zwei Flanken von der Male- und Female-Stück nicht sauber ineinander greifen. Deswegen macht es Sinn, hier ein bisschen Luft zu lassen. Ich habe mich für 0,3 mm entschieden. Also ich lasse hier unten 0,3 mm Luft und hier oben 0,3 mm Luft. Das gebe ich hier ein, also 0,3, 0,3. So verhindere ich einfach, wenn hier was liegt oder wenn hier was liegt, dass dann diese Flanken nicht sauber ineinander greifen. So viel dazu. Also das sind hier so die Vorgaben. Ich habe, wie gesagt, einen 10 Grad oder beziehungsweise 20 Grad V-Nut-Fräser mit dieser flachen Spitze. Aber die flache Spitze ist hier für die Berechnung erstmal uninteressant. Okay, jetzt überlege ich gerade, wie wir am besten weitermachen. Ja, die Tasche. Bei der Tasche ist es so, es gibt verschiedene Arten jetzt, wie man vorgeht. Hier zum Beispiel, also die sind völlig identisch. Hier habe ich die Fläche unten ausgewählt. Ich sage mal so, wie man es bei einer Räumoperation eigentlich macht. Sage Höhe, klar, ausgewählte Kontur. Da habe ich nichts verändert. Und sage hier, man sieht schon, Rohteilaufmaß 4,17. Jetzt, wie komme ich auf diesen Wert? Der steht nämlich hier. Hier kann man es sehen. Jetzt ist es ein wenig irreführend, denn hier steht ausgewählte Konturkante. Man muss ja hier oben wählen, aber das gilt nur für so einen klassischen Schaftfräser. Jetzt will ich ja diesen V-Nut-Fräser etwas zweckentfremden und ihn auch als Schaftfräser nutzen. Unüblich, ganz klar, aber die Frage besteht ja. Ehrlich gesagt habe ich hier diesen Gravur-Offset-Rechner benutzt. Da sage ich 10 Grad, die eine Flanke, 0, also ich will jetzt nicht tiefer eintauchen, als man unbedingt muss. Die Eingabe der Wandhöhe 1,8 mm
Da sagt er mir, dein radiales Aufmaß in der Regel für einen Schaftfräser beträgt 3,17. 3,17 plus, also eigentlich müsste es so stehen, 3,17 plus 0,1. Denn ich will ein bisschen von der Wand wegbleiben, um eine Art Schrubbschlichtgang zu machen. So, und deswegen stand hier vorhin 0,417. Und das ist der radiale Offset. Axial will ich nichts machen. Der interessiert mich ja nicht. Da darf es ruhig, ich sag mal, rau sein. Weil ja das Inlay drauf kommt und man sieht es ja später eh nicht. Und hier habe ich, glaube ich, auch nichts verändert. Habe ich alles so gelassen, wie es ist. Und das sieht dann so aus. Jetzt kann man auch hier mein Offset sehen. Das ist mein 0,1 mm Offset. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die ist sogar eleganter, wenn ich ehrlich bin. Dasselbe Werkzeug. Sage als Geometrie, jetzt kann man es schon sehen, ich habe die Fläche oben ausgewählt. Also so, wie hier in der Excel beschrieben, ausgewählte Konturkante. Habe das ausgewählt. Und jetzt kann man sehen, Rohteilaufmaß nur 0,1 mm. Das ist ja wie gesagt dieser Schrubbschlichtgang. Eigentlich könnte man auch hier 0 reinschreiben, das würde auch funktionieren. Jetzt, wieso ist das so? Es ist ja logisch. Der Fräser, ich versuche mal jetzt eine günstige Position. Nee. Ich hätte gerne, dass er so an der Wand kratzt. Lag schnell. Ja, da war es gerade. Nee, doch nicht. Ich glaube, das wird nix. Wie machen wir das jetzt am besten? Da haben wir es. Jetzt, wieso muss man hier keinen Offset eingeben? Das ist ja logisch. Ich sag ja Fusion, diese Konturkante, räumen Sie mir. Na, weiß ja Fusion? Ja, ist ja logisch. Du hast einen V-Nut-Fräser und du hast mir das als Vorgabe gemacht. Minus 1,8 mm tief. Da sagt er, ist ja klar. Ich muss aufpassen, dass ich mit dieser Flanke nicht zu weit ins Material fahre. Das heißt, diesen Offset berechnet Fusion eigentlich jetzt selber. Genau, da kann man es sehen. Wie er schön selbstständig von der Wand wegbleibt. Wie gesagt, als Rohteilaufmaß könnte man auch 0 eingeben. Das ist gar nicht so kritisch. Okay. Also ich hoffe, das war soweit klar. Es ist natürlich sehr, sehr komplex, klar. Man muss auch dazu sagen, Vectric nimmt es ja einem so ab, wie man das ja alles macht. In Fusion muss man das halt händisch machen. Ich glaube, dafür gibt es ja die Excel und die hilft ja einem ganz gut. Okay, die Tasche ist jetzt gesäumt. Jetzt kommen wir zum Gravieren. 0,1 mm steht ja noch von der Wand. Deswegen sagen wir als Geometrie. Wählen die Kante oben aus. Ausgewählte Kontur minus 1,8. So wie in der Excel. Ausgewählte Konturkante. Sieht man ja hier oben. Und jetzt müssen wir ja, ich will nicht sagen künstlich, aber wir müssen ja das hier hinzufügen, diese Flanke. Damit es später das Mailstück da hier sauber draufgreifen soll. Bei der Female-Seite wird es hinzugefügt, bei der Male-Seite wird es abgetragen. Hier kann man es sehen. Okay, das heißt, wir wählen das hier aus, sagen, du musst 1,8 mm tief und so sieht es dann aus. Das sind nur Darstellungsfehler. Aber hier kann man sehen, geht er nahezu perfekt in die Ecke. Ein bisschen was steht noch. Okay, das war jetzt mal die Female-Seite. Machen wir weiter mit der Male-Seite. Dazu blenden wir am besten das Brett einfach aus. So. Und schauen uns die Female-Seite an. Jetzt stört mich das schon fast wieder. Ich hab nämlich vorhin bei der Konstruktion alles rückgängig gemacht. Naja, macht nichts. Okay.
Ich habe mir das hier als Screenshot gelegt, dann habe ich es einfach leichter beim Übertragen der Werte. So, wir starten. Ich klappe das mal alles wieder ein, dann stört es nicht so. Wir starten mit so einer Adaptive Clearing Operation. Aber ich muss sagen, das muss ja an der Stelle eigentlich jeder selbst wissen. Wie groß ist diese Trägerplatte oder diese Basisplatte? Lohnt es sich da mit so einem kleinen Fräser, mit einem großen Fräser? Ich habe mich jetzt für einen 6 mm klassischen Schaftfräser entschieden. 2 Schneiden. Ich kann so ein bisschen meine Schnittdaten sehen. Habe das hier ausgewählt und sage als Rohteilaufmaß 0,153. Jetzt schauen wir uns das hier an. Jetzt sagt er ja hier schon, jetzt sind wir hier auf dieser Mail-Seite, also in der Fertigung, Mail-Seite, der Schaftfräser, da sind wir jetzt gerade, ein Aufmaß von 0,053. Das muss man jetzt machen. Also im Prinzip 0,053, wie Excel sagt, plus 0,1. Weil ich will nicht, dass mein Schaftfräser bis komplett an die Wand fährt. Da soll mir ruhig ein bisschen was stehen lassen. Also wieder so ein Schrubbschlichtgang. Und ich sag mal, ja, also das muss jetzt hier so jeder selbst wissen, was er hier einträgt. Aber ich habe mich für diese Werte entschieden und ich fand es eigentlich ganz gut. Und so sieht es dann aus. Das heißt, er räumt mir da schon sehr, sehr viel weg. Und jetzt machen wir weiter mit dem Fräser von vorhin. Ich sage hier, wie gesagt, dieser Fräser. Als Geometrie wähle ich diese Fläche aus, sage ihm aber Restmaterialbearbeitung. 8 mm. Wieso stehen hier 8 mm? Eigentlich müsste ja 6 mm stehen. Nur ist es so, wenn ich jetzt 6 mm eintrage, geht er davon aus, dass der 6 mm Fräser, also die vorherige Operation, bis an die Wand gefahren ist. Aber ich habe ja 0,015 mm Offset und bei so einer Fläche kommen 0,15 von hier und 0,15 von hier. Das heißt, es ist schon gedanklich fast ein 6,3 mm Schaftfräser. Das heißt, da muss man ein bisschen spielen. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Restmaterialbearbeitung, die ist irgendwie nicht ganz sauber programmiert. Aber okay. Ich wähle hier einfach einen zu großen Fräser. Das heißt, bei dieser Operation geht jetzt das Programm davon aus, ein 8 mm Fräser ist durchgefahren. Hat natürlich viel mehr stehen gelassen als der 6 mm. Und so kann ich sicher sein, dass dieses Werkzeug wirklich alles wegnimmt, was vorher stehen geblieben ist. Okay, also Geometrie. Beiden Höhen sage ich nichts. Rohteilaufmaß sage ich, bleibt mir 0,1 mm von der Wand weg. Hier habe ich glaube ich nichts gemacht. Und das sieht dann so aus. Man kann auch sehen, ganz seltsame Bewegungen, weil der 6 mm hat es einfach geschafft, hier reinzufahren. Aber nicht hier in diese Fläche. Und deswegen sieht es halt so aus, wie es aussieht. So, nachdem das getan wurde, folgt die Kontur. Da habe ich die Fläche unten ausgewählt. Ausgewählte Kontur, also die Endhöhe ist natürlich 0. Rohteilaufmaß 0,88 minus 0,2. Jetzt. Was ist das? Was genau hat das zu bedeuten? Es ist so. Man kann hier sehen, Aufmaß axial. Eigentlich würde hier 0 stehen. Also mein Stichel fährt bis auf 0 und müsste dann 0,053 wegbleiben, damit die Flanken sauber ineinander greifen. Wo sind wir hier? Jetzt ist es aber so, am besten ich zeige es einfach mal. Genau. Ich weiß jetzt auch, wie ich das jetzt euch besser zeigen kann. Ich dupliziere das gerade mal und sage 0,053 und axiales Aufmaß 0. So, jetzt gibt es hier zum Beispiel so ganz seltsame Ecken, die einfach überstehen, bedingt durch die Geometrie vom Fräser. Vielleicht finde ich auch gleich eine schöne Ecke, wo man das gut sieht. Ja, also hier zum Beispiel so eine Ecke.
Ich habe einfach Angst, dass diese kleine Ecke hier später verhindert, dass das Inlay sauber ineinander greift. Deswegen, ach so, Entschuldigung, so muss man das ja machen. Natürlich, so. Naja, sieht man jetzt auch nicht mehr als vorhin. Ja, doch. Also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Da steht so ein bisschen was über. Deswegen sage ich, gehe ich in die Excel. Man könnte sogar hier 0,4 machen. Aber ich habe es falsch eingegeben. Minus 0,4 natürlich. Das heißt, ich sage dem Stichel, du darfst ruhig tiefer in diese Trägerplatte fahren, denn die wird ja später abgeschliffen. Und dafür sorge ich einfach, um das besser zu zeigen, können wir hier sogar, naja, das ist jetzt falsch, hier, minus 0,4, jetzt muss ich selber nochmal gucken, minus 123, 0,123. So, dafür muss ich jetzt den Körper ausblenden. Und jetzt kann man sehen, der Fräser, ich glaube, wenn ich das simuliere und sage, fahr bis zum Schluss, dann ist die Darstellung etwas besser, genau. Jetzt kann man sehen, ich fahre mit meinem Stichel tiefer in die Trägerplatte, als es eigentlich notwendig wäre. Wie gesagt, es ist ja nicht schlimm, aber dafür garantiere ich, dass diese Ecke hier perfekt ist, bis zum Schluss. Man könnte sogar noch tiefer eintauchen. Und ich suche jetzt mal eine üble Ecke, vielleicht hier von dem N. Ja, hier kann man es sehen. Die Ecke hier, dadurch, dass ich tiefer eingetaucht bin, als eigentlich erlaubt oder eigentlich als notwendig, genau, wird diese Ecke einfach perfekt. Und das hindert mich später nicht mehr daran, dass das Inlay sauber ineinander greift. Okay. Das hier, deswegen das hier. Dasselbe kann man auch bei dem Female-Stück machen. Man kann hier tiefer eintauchen, als es notwendig ist. Aber dann kann man das nicht mehr mit dieser Gravuroperation machen, sondern man muss die Konturoperation auswählen, weil man kein Aufmaß beim Gravieren eingeben kann. Ja, das ist das Female-Stück, das Male-Stück. Ich habe es zwar schon mal gezeigt, aber ich schneide es in dieses Video trotzdem nochmal rein. Und wie das genau gefräst wird, zeige ich im Schnelldurchlauf. Wie schon erwähnt, nur im Schnelldurchlauf. Wen es interessiert und das ganze Video sehen möchte, der kann dem Link unten in der Beschreibung folgen, denn da zeige ich das komplette Antipass-Tippschritt. So sieht das Inlay fertig aus. Also, es ist einfach super geworden. Man spürt überhaupt keinen Übergang. Selbst mit geschlossenen Augen. Es ist eine Einheit geworden. Es ist echt cool geworden. Und nach dem Ölen sieht es so aus. Und damit endet das Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war verständlich. Wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao.